Hallo liebe Häkelfreunde, diese wunderschöne Mischung aus Poncho und Tunika ist vielseitig kombinierbar. Sie macht sowohl über einer Hose als auch über einem Kleid eine tolle Figur und ist dabei einfach und schnell zu häkeln. Dieses wunderbare Modell kann auch mit einer dickeren Wolle und einer dickeren Häkelnadel für den Herbst oder Winter gehäkelt werden, da die Maschenzahl sehr leicht angepasst werden kann. Angaben zum verwendeten Material sowie Richtwerte zum Verbrauch für eure Größe findet ihr auf der Materialseite nach den Intros. Die Angaben für die Größen 36 bis 50 erscheinen immer dann im Video, wenn sie benötigt werden. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Freude beim Nacharbeiten. Ich verwende für die Anschlagskette eine Häkelnadel 3 mm und danach steige ich auf eine Häkelnadel 3,5 mm um. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich zeige euch zunächst ein paar Maschen im elastischen Anschlag. Maße und Zahlen folgen danach. Ich häkle 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste Masche um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten. Ich steche in die Masche ein, hole den Faden durch. Ich ziehe den Faden durch eine Masche durch und dann durch die anderen 2. In den dritten Faden von der Nadel aus gesehen einstechen, den Faden durchholen, durch eine Masche ziehen und dann durch die anderen 2. In den dritten Faden einstechen, den Faden durchholen, behäkeln zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. In diesen Querfaden einstechen, den Faden durchholen, durch eine Schlaufe ziehen und dann durch die anderen 2. Wir haben jetzt 4 Maschen gemacht. Wir häkeln später hier, wo die schönen Maschen sind, und unsere Kette muss ungefähr 65 cm lang sein und die Maschenzahl muss durch 8 teilbar sein. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 112 feste Maschen angeschlagen. Wichtig ist, dass die Zahl durch 8 teilbar ist und bei mir sind das ungefähr 65 cm. Und jetzt geben wir die Kette oben zusammen, sodass die schönen Maschen außen sind, und wir schließen in die erste feste Masche mit einer Kettmasche zur Runde. Und jetzt steige ich auf eine Häkelnadel 3,5 mm um und ich häkle das Ersatzstäbchen auf folgende Weise. Ich häkle eine Luftmasche, eine feste Masche in die Masche, wo die Luftmasche herauskommt, noch eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Und ich häkle noch ein Stäbchen in dieselbe Masche. Das ist eine halbe Ecke, die zweite Hälfte kommt am Ende der Runde hinzu.
Und das ist unsere erste Ecke. Die erste Masche ist damit besetzt. Und wir brauchen insgesamt 4 Ecken. Und jetzt nehmt ihr die Maschenzahl, die ihr angeschlagen habt, und dividiert die Zahl durch 4. Und in die Zahl, die dabei herauskommt, steckt ihr einen Maschenmarkierer. An meinem Beispiel 112 geteilt durch 4 ergibt 28 Maschen. Das bedeutet, ich stecke in jede 28. Masche einen Maschenmarkierer. Und ihr müsst ab hier zählen. Diese Masche ist quasi schon markiert. Diese Ecke zählt ebenfalls als Maschenmarkierer. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Ecken markiert. Noch einmal zur Erklärung. Ich habe in jede 28. Masche einen Maschenmarkierer gesteckt und zwischen den Markierungen sind bei mir 27 Maschen. Ganz wichtig ist, dass diese Zahl zwischen den Markierungen ungerade ist und dass alle 4 Seiten gleich viele Maschen haben. Und jetzt haben wir hier die halbe Ecke gemacht und jetzt lassen wir eine Masche aus und häkeln in jede zweite Masche 2 Stäbchen. Eine Masche auslassen, 2 Stäbchen in eine Masche häkeln, eine Masche auslassen und in jede zweite Masche 2 Stäbchen häkeln. Das machen wir bis zum Maschenmarkierer. Vor dem Maschenmarkierer bleibt eine Masche übrig und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beim Maschenmarkierer angekommen. Eine Masche bleibt hier übrig und wir entfernen den Maschenmarkierer und in die Masche, wo der Maschenmarkierer drin war, häkeln wir eine Ecke. Eine Ecke besteht aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen in dieselbe Masche. Und nach der Ecke lassen wir wieder eine Masche aus und häkeln in jede zweite Masche eine Zweiergruppe. Und das machen wir bis zum nächsten Maschenmarkierer und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder an der Ecke angekommen. Ganz wichtig, hier bleibt eine Masche übrig. Wir entfernen den Maschenmarkierer und in die Masche, wo der Maschenmarkierer drin war, häkeln wir 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen. Und dann eine Masche auslassen und wieder Zweiergruppen häkeln bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder an der Ecke angekommen. Hier bleibt eine Masche frei. Wir entfernen den Maschenmarkierer. Wir häkeln die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen in dieselbe Masche.
Wir lassen eine Masche frei und starten hier wieder mit den Zweiergruppen in jede zweite Masche und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Hier bleibt eine feste Masche übrig und hier fehlt uns die halbe Ecke. Wir häkeln in die Masche, wo schon 2 Stäbchen drin sind, noch einmal 2 Stäbchen. Und wir schließen mit einem halben Stäbchen in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Dadurch entsteht auch hier eine schöne Ecke und eine schöne Lücke und wir befinden uns automatisch in der Mitte der Lücke. Und die folgende Reihe, die wir jetzt machen werden, wird dann stets wiederholt. Es ist immer dieselbe Reihe. Wir häkeln eine Luftmasche und in die Lücke eine feste Masche, eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Das ist das erste Stäbchen und wir häkeln noch ein Stäbchen in die Lücke. Das ist wieder eine halbe Ecke. Und jetzt häkeln wir in die Lücken der Vorreihe. Wir überspringen also immer 2 Stäbchen und häkeln in die Lücken 2 Stäbchen. Wir springen in die nächste Lücke und häkeln 2 Stäbchen. Und das machen wir bis zur nächsten Ecke. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen. Auch hier überspringen wir 2 Stäbchen und in die Ecke häkeln wir immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen in die Lücke. Und pro Kante ergibt sich pro Reihe eine Zweiergruppe mehr. Nach der Ecke überspringen wir ebenfalls die 2 Stäbchen und häkeln wieder in jede Lücke 2 Stäbchen bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der nächsten Ecke angekommen und wir überspringen die 2 Stäbchen. Wir häkeln in die Lücke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen. Wir überspringen 2 Stäbchen und starten in der nächsten Lücke wieder mit den Zweiergruppen. Und die nächste Ecke macht ihr genau gleich und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Runde nie vergessen, die zweite Hälfte der Ecke in die Lücke häkeln. Das bedeutet, wir brauchen noch 2 Stäbchen in die Lücke und wir schließen jede Runde mit einem halben Stäbchen in den Kopf des Ersatzstäbchens. Und diese Runde, die wir soeben gemacht haben, wird nun so lange wiederholt, bis der Poncho die gewünschte Länge erreicht hat. Das seht ihr in der nächsten Einstellung. Wichtig, im Moment liegt das Teil noch flach auf dem Tisch.
Wenn es größer wird, muss das nicht mehr flach auf dem Tisch liegen, denn das wird so getragen. Hier wächst nun der Poncho und wie gesagt, wie ihr das messen müsst, seht ihr in der nächsten Einstellung. Willkommen zurück. Ich habe immer dieselbe Runde wiederholt und ich habe jetzt in einer Spitze gemessen, circa 50 cm. Die anderen Maße schreibe ich euch oben in die Ecke, aber natürlich könnt ihr den Poncho oder die Tunika so lang machen, wie ihr möchtet. Und ich habe zur Runde geschlossen. Ich häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Der muss natürlich vernäht werden. Und jetzt werde ich die Tunika umdrehen, sodass die weniger schöne Seite außen ist und wieder schön aufeinander legen. Und jetzt schließen wir ein kleines Stück Naht und ich lasse hier ungefähr 20 cm offen und die anderen Maße schreibe ich euch oben in die Ecke und ich werde mir das auszählen. Ich achte darauf, dass auf beiden Seiten gleich viele Gruppen sind und dann werde ich das markieren und wenn ich das gemacht habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe auf beiden Seiten ein Stücklein Naht markiert. Wie gesagt, ich lasse hier für mich ca. 20 cm offen und hier schließe ich ca. 5 cm auf beiden Seiten. Bei mir hängt der Anfangsfaden entweder vorne oder hinten in der Mitte. Ihr könnt das aber auch so machen, dass der Faden an einer Schulter hängt. Das bleibt euch überlassen. Wichtig ist, dass ihr die Tunika so zusammenlegt, Spitze auf Spitze. Und ganz wichtig ist, dass vorne und hinten gleich viele Gruppen sind. Und ich steche hier durch das erste Stäbchen vorne und hinten durch. Ich hole den Faden durch. Ich verknote den Faden. Ich steche durch dieselben Maschen noch einmal durch, hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche und dann in dieselben Maschen eine feste Masche. Und dann schließe ich Masche für Masche die Naht bis zum Maschenmarkierer. Also dieses kleine Stück. Und das machen wir auf beiden Seiten so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe beide Nähte geschlossen auf beiden Seiten und die Tunika wieder auf die schöne Seite umgedreht. Und jetzt machen wir den Halsausschnitt. Am besten macht ihr vorher eine Anprobe und schaut, ob der Ausschnitt so passt oder ob er etwas kleiner werden muss. Wenn er euch so passt, dann häkelt ihr einfach eine Runde feste Maschen drüber, ohne Abnahmen oder auch 2 Runden.
Auch das Behäkeln mit festen Maschen reduziert schon ein bisschen die Weite des Ausschnitts. Ich beginne zwischen zwei Ecken. Irgendwo in der Hälfte steche ich ein. Ich hole den Faden durch. Ich verknote den Faden. Und ich steche hier tiefer ein. Ich nehme nicht nur den obersten Faden. Ich steche noch einmal ein, hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche. Und dann in dieselbe Masche eine feste Masche. Und dann häkle ich in jede vorhandene Masche eine feste Masche bis zur Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen und wie gesagt, wenn ihr keine Abnahmen braucht, könnt ihr einfach hier weiter häkeln, in jede Masche eine feste Masche. Wenn ihr Abnahmen braucht, könnt ihr an den Ecken Folgendes machen: eine Masche vor der Ecke aufhören und über die folgenden 3 Maschen 3 zusammen abgemaschte feste Maschen häkeln, einstechen, den Faden durchholen, in die zweite Masche einstechen, den Faden durchholen und in die dritte Masche einstechen und alle Fäden zusammen abmaschen. Damit haben wir hier 2 Maschen abgenommen. Wenn ihr das macht, müsst ihr das natürlich an allen 4 Ecken machen. Und falls der Ausschnitt dann immer noch zu weit ist, könntet ihr diese Reihe auch noch 1- bis 2-mal wiederholen. Ich mache das so an allen 4 Ecken. Und wenn ich rundherum gekommen bin, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Ich habe 4-mal diese Abnahmen gemacht und ich schließe mit einer Kettmasche in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde. Und jetzt macht ihr am besten noch einmal eine Anprobe und schaut, ob euch der Halsausschnitt so passt. Ihr könnt entweder weitere Runden mit Abnahmen machen oder auch ohne Abnahmen oder es einfach so lassen, wie es jetzt ist. Bei mir passt das jetzt so. Ich häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest und somit ist unsere Tunika fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.